Sport Quantum SQ10 bei Airgundy im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, heute bitte ich euch, schnappt euch ein Bier oder einen Kaffee, je nachdem welche Uhrzeit ihr gerade habt. Nehmt euch ein bisschen Zeit, weil heute habe ich was richtig Cooles für euch, wo ich ein paar Minuten länger brauche zum Erklären. Und zwar stelle ich euch heute vor Sport Quantum SQ10. Aus meiner Sicht die nächste Generation des Schießsports. Es ist wirklich ein Teil aus der Zukunft und ich könnte mir vorstellen, dass man in einigen Jahren in den Schießclubs wirklich auf eben solche Anlagen schießt. Ja, was ist das genau? Wir haben hier einen Bildschirm, den man mittels Tablet steuern kann, den man mit 7,5 Joule direkt beschießen kann, also nicht mit Laser oder mit irgendwelchen anderen Sachen und so weiter, sondern dieses Gerät misst die Druckwelle eures Diabolos auf dieser Scheibe und zeigt euch dann den Treffer an auf 125 Mikromillimeter genau, das heißt noch genauer als diese 0,1er Wertung und ja, damit kann man halt wirklich zu Hause im Schießverein und so weiter richtig gut trainieren oder halt einfach Spaßschießen machen. Ja, was erwartet euch heute alles? Ich zeige euch das Tablet, das jetzt gerade ausgegangen ist, das im Lieferumfang dabei ist, auf dem ihr die ganzen Einstellungen von dem Gerät vornehmen könnt und das ihr auch zu eurer Schießposition dazustellen könnt, um dann direkt angezeigt zu bekommen, wo eben der Treffer gelandet ist. Und dann natürlich zeige ich euch den Kasten, erkläre euch ein bisschen was Technisches so dazu. Also es ist ein ziemlich hochtechnisches Gerät, aber so ein paar Sachen erzähle ich euch dann einfach in den nächsten Minuten dazu. Ich habe mich versucht ein bisschen zu strukturieren, dass wir einen roten Faden haben, der so ein bisschen durchs Video führt. Allerdings gibt es um dieses Gerät rum so viele Informationen, dass es sein kann, wenn ich mal irgendwas nicht zum richtigen Zeitpunkt sage, dass ich es dann einfach später im Video noch nachhole. Also wir fangen einfach mal an. Wir haben heute 3 Kameras aufgestellt, dass wir euch das Gerät so gut wie möglich präsentieren können. Und zwar, wenn ihr dieses Teil bestellt, habt ihr im Lieferumfang enthalten diesen Schusskasten letzten Endes und auch das Tablet. Natürlich dann noch Wandbefestigungen und so weiter. Das heißt, ihr könnt dieses Gerät entweder direkt an der Wand befestigen oder ich gucke mal, dass wir später mal einfangen oder auf einem Foto einfangen. In meinem Fall haben wir hier so ein ganz stabiles Stativ, dass ich das halt bei mir dann, ich sag mal, in der Schießwohnung letzten Endes ein bisschen umherstellen kann, je nachdem, wo ich es gerade brauche. Okay, also ich hätte gesagt, ich fange mal an. Ihr seht hier das Tablet. Ich starte mal die vorinstallierte App. In dem Moment, wo ich diese starte, bauen die beiden Geräte unabhängig... Wenn ich die App starte, bauen die beiden Geräte eine WLAN-Verbindung auf. Die hat aber nichts mit eurer WLAN-Verbindung zu Hause zu tun, beziehungsweise ihr braucht kein bestehendes WLAN bei euch an dem Ort, wo ihr schießt, weil einfach nur die beiden Geräte ein eigenes WLAN aufbauen und dann miteinander kommunizieren. Das Ganze seht ihr, wenn ihr hier rechts unten einen grünen Haken habt. Dann sind wir erstmal so in dem Grundmenü. Ich hätte vorgeschlagen, ich sage da mal ein bisschen was dazu. So, dann gucken wir uns mal an die Grundeinstellungen von dem Gerät. Ich gehe hier aufs Menü, hier oben der Name des Geräts ist egal. Die Sprache kann man hier auf Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter einstellen. Ich weiß gar nicht, was gibt es noch alles. Russisch, Italienisch, okay, das sind die Sprachen, die man hier grundsätzlich einstellen kann. Als ja, mein Niveau, meine Schussleistung und so weiter habe ich mal einfach eingestellt. Ja, weil ich mir einfach erstmal nicht mehr zutraue. Die 10 Meter Profis unter euch können sich natürlich hier auch andere Sachen einstellen. Modus habe ich Expert, kommen wir dann später dazu. Dann haben wir die Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Den Hintergrund vom Bildschirm, den kann man halt hier verändern. Ich mache jetzt in dem Fall mal schwarz, dass man halt eben einfach sich auf die Scheibe konzentrieren kann. Und dann habt ihr die Option dann auch noch den Karton, die Farbe auszuwählen. Ja, ich bin diese gelben Kartons gewohnt, dann bleibe ich auch dabei. Anzeige mit oder ohne Ring. Und dann kommen wir zum wichtigen Punkt. Der Entfernungssimulator. Ihr könnt dieses Gerät auf eine Distanz von 3 Meter bis zu 14 Meter daheim aufstellen. Ich stelle es exakt auf 10 Meter Entfernung. Simuliert wird immer die 10 Meter Entfernung. Das heißt, wenn ihr es auf 14 Meter einstellt, dann wird die Scheibe ein bisschen größer. Schießt ihr aus 3 Meter Entfernung, wird ihr natürlich viel kleiner, logischerweise, dass das halt einfach auch schwerer wird.
Die Anzeige der Trefferlage, das zeige ich euch dann gleich. Also ich will sehen, wo waren die Einschüsse. Ich will sehen, dass der letzte Einschuss hier einmal kurz aufblinkt. Macht dann gerade Sinn, wenn man 20 Schuss schon drauf gemacht hat und weiß nicht mehr, welches war jetzt der letzte Treffer. Dann blinkt es so eine halbe Sekunde lang auf. Anzahl Schüsse Serie 10. Die Scheibe Standard, da hat man noch die Möglichkeit, Gewehr oder R8 Scheiben einzustellen. Und dann unten sieht man noch die Softwareversion. Das ist erstmal so diese grundsätzliche Einstellung, also da hat man schon mal einige verschiedene Möglichkeiten. Okay, dann kommen wir jetzt zur Option, schießt ihr mit Pistole, schießt ihr mit Gewehr drauf. Ich hätte gesagt, für was entscheiden wir uns, Dirk? Pistole, Gewehr? Gewehr. Okay, machen wir Gewehr. Also gut, wir wählen das Gewehr aus. Und danach ist dann auch, ich sag mal, gliedert sich auf, welche Arten von Wettkämpfen ihr angeboten bekommt. Wenn ihr jetzt Pistole zum Beispiel noch macht, bekommt ihr auch die Schnellfeuerpistole die Option, den Wettkampf auszuwählen. Oder, ich selbst kenne das nicht, die 10-Meter-Schützen von euch werden es kennen, diese Option 7-3, also sprich 7 Sekunden zielen, 3 Sekunden für den Schuss. Kannte ich so nicht. Okay. Dann gucken wir uns mal an, welche Optionen wir haben. Also, die Trainingsoption, da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, irgendwelche Trainingsübungen zu machen, irgendwo in Felder reinschießen oder direkt den Balken zu treffen oder irgendwelche Formen und so weiter. Der Haltepunkt, dann einzelne Serien, dass ihr schießen könnt. Oder was ich eigentlich im Normalfall verwende, ist das Präzisionsschießen. Da bekommt ihr dann halt eben ja, die Scheibe angezeigt und könnt dann ganz normal eure Schuss drauf machen. Das ist auch das, was ich euch dann später auch in der Praxis zeige, weil es da richtig cool ist. Man kann sich den Streukreis anzeigen lassen, man kann sich anzeigen lassen, wohin die ganze Schussgruppe tendiert. Man bekommt wirklich die komplette Liste angezeigt, wo, wann, welcher Schuss abgefeuert wurde, wie viel Zeit dazwischen zwischen den einzelnen Schuss war. Und am Schluss könnt ihr euch das Ganze per PDF exportieren, könnt es euch abspeichern und so weiter. Könnt euch eure ganzen Trainings ablegen, ist absoluter Hammer. Okay, das ist jetzt das Thema Training und dann gibt es die Option des Wettkampfs. Beim Wettkampf gibt es jetzt beim Gewehrschießen nur das Präzisionsschießen. Wie viele Serien man insgesamt schießt, kann man anfangs auswählen. Wir stellen jetzt einfach mal hier die 3 Serien ein und dann seht ihr diesen Bildschirm hier. Ihr habt hier die Zielscheibe. Wenn ihr doppelt draufklickt, könnt ihr auch ranzoomen. Also mit einmal könnt ihr ein bisschen ranzoomen und mit Doppel könnt ihr ganz nah ranzoomen, wo eben euer Treffer auf dieser Scheibe gelandet ist. Auch das zeige ich euch später nochmal in der Praxis. Und hier würden dann einfach 10 Schuss in Folge gemacht werden. Man kann sich das dann anzeigen als Ganzpunkt, also sprich, ich habe einen 10er geschossen oder ich habe eine 10,4 geschossen. Und hier oben, das stellt ihr hier auf dieser Taste ein oder hier oben habt ihr die Möglichkeit, dann euch die Zeit zwischen den einzelnen Schuss anzeigen zu lassen. Es ist jetzt theoretisch ein bisschen blöd, sage ich mal. Das zeige ich euch dann einfach in der Praxis. Auch wie, dass ihr mit mehreren Spielern, sage ich mal, das Ganze machen könnt. Da kommen wir nämlich jetzt dazu. Und zwar bei den Fun-Zielscheiben. Da habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ihr zu zweit beim Schießen seid, beide schießen auf den Kasten, man wählt den Duellbaum aus. Der rote Spieler schießt auf die roten Scheiben, also links, der blaue Spieler auf die blauen Scheiben. Und in dem Moment, wo ihr hier eine blaue trefft, ich wollte nicht ranzoomen, in dem Moment, wo ihr hier eine blaue trefft, wandert die als rote rüber zum anderen und der als erstes abgeräumt hat, ist der Gewinner. Was grundsätzlich zu diesen Schießspielen zu sagen ist, das Ganze ist am Anfang. Also der Hersteller, ich habe mit der Firma Sport Quantum wirklich einen super Kontakt gehabt, mit schöne Grüße Schill, nach Paris. Wir haben schon einige Male ausgiebig telefoniert und wie gesagt, das Ganze steht am Anfang. Also da werden noch einige Sachen halt einfach noch dazukommen. Das heißt, es kann sein, dass es sessional irgendwelche Sachen in einem Update nachgeliefert werden, die dann halt alle auf diese Software halt mit drauf programmiert werden. Als Beispiel habt ihr auch, was ich ganz witzig fand, hier so einen Apfelbaum. Ich werde später mit meiner Steyr Pro X dann schießen. Habt ihr jetzt hier 10 verschiedene Äpfel in unterschiedlichen Größen. Die Steyr Pro X hat ein 10-Schuss-Magazin. Mit 10 Schuss versuchen, diese Äpfel abzuräumen. Also man hat hier mit diesem Teil halt wirklich die Möglichkeit, auch junge Schützen, die vielleicht dieses statische 10-Meter-Schießen am Anfang gar nicht so interessant finden oder bei den Trainings einfach Abwechslung brauchen, die halt einfach durch solche Spiele heranzuführen. Dann haben wir den Bereich Luftballons. No, was habe ich jetzt falsch gemacht?
Ich habe nichts falsch gemacht, sehe ich gerade. Mir wird es hier nicht angezeigt. Die Luftballons seht ihr hier, die könnt ihr dann einzeln abschießen. Okay, sorry, war ich jetzt gerade kurz überrascht. Gut, ja, zufällige Position und so weiter und so fort. Also hier werden auch immer mehr Spiele nach und nach kommen. Jetzt hätte ich gesagt, mache ich mal wieder was Technisches zwischendurch, einfach noch zu dem Kasten. Grundsätzlich ist dieser komplette Kasten hier 7,5 Joule fest. Also auch wenn ihr hier seitlich drauf schießt oder so, da geht nichts kaputt. Also ich meine, es wäre schon cool, wenn ihr die Scheibe grundsätzlich innen drin trefft oder so. Aber es geht nichts defekt, wenn ihr auch hier seitlich auf den Kasten trefft. Dieser Kasten, ich mache jetzt einfach mal hier so, mit einer normale Scheibe. Dieser Kasten ist ausgelegt, wie gesagt, für 7,5 Joule. Ich weiß nicht, ob man es in der Kameraeinstellung sieht. Wir werden später ein Foto machen. Die Scheibe ist geneigt nach hinten. Das heißt, die Abpraller, wenn ihr drauf geschossen habt, kommen nicht wieder irgendwo zurückgeflogen, sondern bisher 100% landen hier unten drin. Und man hat dann die Möglichkeit, ich mache das hier gerade mal, in der Hoffnung, dass es jetzt alles schön funktioniert. Wupp. Baue ich das gerade mal ab und dann habt ihr die Möglichkeit, ich hoffe, das sieht man so, die bis zu 3000 Diabolos, fasst hier unten diese Schublade und dann könnt ihr das halt eben, das ist ein bisschen blöd jetzt von der Seite einzubauen, wenn man gerade davor steht, geht es leichter und dann könnt ihr das halt eben ja, wieder ausleeren. Dieser ganze Kasten, diese ganze Technik wurde in Frankreich, in Paris erfunden. Da gibt es insgesamt 5 Patente auch drauf. Das heißt, hinter dieser Scheibe ist ja ein Monitor dahinter, der mittels den Druckwellen, die das Diabolo beim Aufprall erzeugt, halt eben auf, wie anfangs erwähnt, ja, 125 Mikromillimeter genau dann halt eben den Treffer bestimmt. So eine Scheibe, also so eine Plexiglasscheibe hier kostet, glaube ich, um die 30, 40 Euro. Angegeben ist es in der Bedienungsanleitung bei 7,5 Joule Beschuss, dass die ungefähr nach 10.000 Schuss ausgetauscht werden soll. Wenn ihr jetzt allerdings mit einer normalen Wettkampfpistole zum Beispiel drauf schießt, die dann 6 Joule hat oder so, dann sind mehrere 10.000 Schuss möglich. Wenn ihr jetzt mit einer 3 Joule Pistole drauf schießt, dann wird diese Scheibe kaum irgendwo Abnutzungen und so weiter haben. Ich selbst habe mir jetzt gleich mal 3 Scheiben noch dazu besorgt. Das Coole ist jetzt, dass ich diesen Kasten ein Jahr lang hier habe. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau zeitlich, wir haben schon ein Video gedreht, aber ich weiß nicht, ob das Video zuerst kommt oder das andere. Entweder habt ihr den schon mal gesehen oder ihr werdet demnächst in einem Video dann noch sehen, dass ich den jetzt für die Schusstests halt eben einfach nutze. Einfach weil es für mich auch viel komfortabler ist, wenn ich bei mir direkt am Schießtisch dran sitze und halt auf dieses Tablet schauen kann, wo ist der Treffer genau hingegangen, kann mir das auswerten und so weiter. Also das ist ein absoluter Mehrwert natürlich beim Schießen. Ganz klar, geile Technik kostet immer was. Ich glaube, wir sind hier bei einem Preis von ungefähr 2.800 Euro. Da ist das Tablet dabei, da ist diese Wandhalterung, das ganze Gedönse dabei. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber ich denke mal so richtig die 10-Meter-Schützen unter euch oder die sich eine Matchwaffe für ein paar tausend Euro kaufen und sagen, sie wollen wirklich auch daheim trainieren, wollen daheim keine Sauerei haben, wollen das Ganze auswerten und wollen wirklich an sich arbeiten, beziehungsweise wollen nicht nur auf diese 14x14 oder 17x17er Scheiben schießen, sondern einfach ein bisschen Abwechslung haben. Für die ist es ein absolut geiles Gerät. In Frankreich wurde es, gut, dass ich das Video ein bisschen gewartet habe, da wurde es, glaube ich, vor 2 Wochen zugelassen. Das heißt, in Frankreich national können offizielle Wettkämpfe jetzt mit diesem Sport Quantum SQ10 geschossen werden. In Deutschland werden wohl die ersten Kästen ausgeliefert. Also das heißt, ich bin einer der Ersten, der so ein Teil wirklich testen darf. Ihr seid wirklich mit die Ersten, sage ich mal, weltweit außerhalb von Frankreich, die sich ihr überhaupt ein Video angeboten bekommen oder die Möglichkeit haben, das sich genauer anzuschauen. Okay, ich bin ein bisschen gesprungen. Was gäbe es noch technisch zu sagen? Was auch eine richtig coole Funktion ist, über dieses Tablet hier unten drüber, wenn ich dann hier wieder drauf gehe auf dieses Zeichen, das mir anzeigt, okay, es ist eine WLAN-Verbindung da. Wenn ich da einmal draufklicke, gibt es hier oben das Shutdown-Device. Das heißt, ihr müsst es danach oder ihr sollt das danach nicht vom Strom trennen, solange das noch an ist, sondern ihr fahrt letzten Endes das Display runter, macht das Tablet aus und verlasst euren Schießort. Wie kriegt man es beim nächsten Mal wieder an? Ziemlich cooles Feature.
einmal drauf schießen und dann ist die Kiste wieder an. Also ja, richtig, richtig cool. Ich schaue jetzt gerade mal, ich hätte gesagt, der Dirk hat sich zwar für das Gewehr entschieden, aber ich würde euch gerade noch ganz gern kurz zeigen, welche Optionen man noch beim Pistolenschießen hat, weil, ja, ich hatte es vorhin kurz gesagt, das Präzisionsschießen, das ähnlich dem Gewehr ist, das Standardschießen, also das ist auch eine richtig coole Funktion. Ihr habt die Möglichkeit, einen kompletten Wettkampf zu simulieren. Das heißt, ich bin jetzt nicht der 10-Meter-Schütze, also wenn es jetzt nicht hundertprozentig stimmt, was ich sage, dann steinigt mich nicht. Aber ihr habt die Möglichkeit, ein Einschießen zu machen, die Pause mitlaufen zu lassen und dann wirklich die Zeit für den Wettkampf, den ihr auch im Normalfall habt, mit den einzelnen wirklichen Pausen, euch komplett von dem Kasten simulieren zu lassen. Also das, ja, ihr habt sozusagen die Möglichkeit, zu Hause oder bei euch im Verein so einen Wettkampf nachzustellen. So, jetzt habe ich schon eine ganze Menge erzählt, keine Ahnung, bei wie vielen Minuten wir schon stehen. Ich finde es schon mal cool, dass ihr mir immer noch zuhört und ich denke, jetzt kommt der interessantere Part, weil jetzt gibt es einen Cut, jetzt baue ich dieses Teil um, kommt vor meinen Schießstand, da wo es normalerweise immer steht, sonst auf 11 Meter, heute auf 10 Meter Entfernung, weil eben das Stativ ein bisschen Platz wegnimmt. Wir machen euch ein Foto davon noch und dann werden wir das Ganze mal so ein bisschen in Aktion testen. Also, bis gleich, dranbleiben, jetzt wird geballert. Also wir haben das komplette Dachgeschoss umgebaut, sind hier an die Schießstätte hingegangen. Der Sport Quantum SQ10 ist an seiner ja, finalen Position aufgestellt. Ich würde jetzt einfach mal hier ein Training einstellen vom Präzisionsschießen. Mache hier mal eine Pistolenscheibe, weil die einfach ein bisschen größer ist, dass man das, nicht weil ich so schlecht schieße, sondern, das vielleicht auch, aber dass man das halt einfach ein bisschen besser sieht. Macht da jetzt mal ein paar Schuss drauf. Ich habe den Expertenmodus eingestellt. Das sieht man daran, dass hier unten diese Korrektur und so weiter mit angezeigt wird. Theoretisch habe ich es euch ja vorhin schon erklärt. Und jetzt fange ich da einfach mal das Schießen an. Ich schieße jetzt absichtlich nicht perfekt, also das heißt, ich schieße mal so, verteile das alles mal so ein bisschen. Ihr seht immer, dass der letzte Schuss hier auch aufblinkt. Hier im roten Kreis seht ihr ungefähr den Mittelpunkt meiner Schussgruppe. Die Tendenz seht ihr hier leicht links unten, also 6 mm links unten. Ein Streukreis insgesamt von 13,8. 13,8 sind die Millimeter vom, ja, ich sag mal, vom Mittelpunkt nach außen. Das heißt, wenn ihr den komplett Streukreis, den ganzen Kreis wissen wollt, müsst ihr das Ganze mal 2 nehmen. Also das heißt, der entfernteste Punkt sind 13,8 mm von diesem roten Punkt hier in der Mitte. Und wenn ich jetzt das Gewehr korrigieren wollte, müsste ich es auf der X-Achse 3,7 und auf der Y-Achse 4,4 ja, korrigieren. Hier unten seht ihr, oder wir fangen mal hier oben an. Hier, wenn ich drauf drücke, seht ihr die Anzahl, also die Zeit zwischen den einzelnen Schüssen. Einmal 5,5 Sekunden, einmal 1,0, einmal 1,0. Die Tendenzen, wo die Schüsse hingegangen sind, die, ja, ich sag mal, die Treffer, wo sie hingegangen sind. Und man kann sich hier auch die Treffer auf ein Zehntel, also ein 8,0 oder ein 10,9, das war ein Supertreffer, ein 10,2 und so weiter. Und kann das natürlich auch scrollen. Hier unten seht ihr die Gesamtpunktzahl, der bis jetzt 6 Schuss sind 57 und ist ein Schnitt von 9,5 und ein, oh, ich kann das nicht aussprechen, ihr wisst wahrscheinlich, wie das heißt, wenn man exakt die Mitte trifft. Ich weiß es leider nicht, sorry. Das seht ihr hier markiert, der zweite Schuss mit einer 10,9, dieser schwarze Balken, und das ist diese eine Volltreffer letzten Endes. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, auch noch die letzten Schuss hier bis zu 10 drauf zu machen. Oder ich stelle einfach den zweiten Spieler ein. Jetzt seht ihr, der erste Spieler hat 57 Punkte erreicht. Oder der erste Schütze, nicht Spieler. So ein bisschen falsch ausgedrückt. Jetzt machen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4 Schuss drauf. Das waren jetzt die, die noch im Magazin sind. Der zweite Schütze hat eine 9,3 im Schnitt, 37 Punkte im Schnitt. Und ja, genau, hier unten wird die Gesamtpunktzahl zusammengerechnet. Ihr seht, dass insgesamt die ganze Session 2 Minuten 40 Sekunden ging. Das ist so eine Option, wie man jetzt einfach mal zum Präzisionsschießen hat. Hier könnte man das Ganze resetten, dann fängt alles wieder von Neuem an. Ich möchte euch jetzt aber einfach noch mal ganz kurz zeigen, wie es bei einem Wettkampf aussehen könnte. Ein Pistolenwettkampf im Präzisionsschießen. Da geht es dann los, dass ich den Wettkampf hier starten kann.
Und jetzt habe ich 15 Minuten erstmal Zeit, um mich warm zu schießen. Wenn ich das geschafft habe, kommt dann eben letzten Endes diese Aufwärmzeit, die Zeit, die ich dann für den kompletten Wettkampf habe. Und dann kommt ein gegebenenfalls zweiter Schütze. Also das heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier wirklich einen kompletten Wettkampf zu simulieren. Das sind jetzt die Sachen, die standardmäßig schon dabei sind. Wie vorhin schon erwähnt, kann natürlich da einiges in Zukunft noch dazu kommen. Ich würde jetzt mal das Magazin wechseln und einfach mal auf so eine Fun-Zielscheibe gehen. Das war das, was ich euch vorhin mal erzählt habe mit dem Apfelbaum. Das heißt, ja, wir haben hier 10 Äpfel drauf, die abzuschießen sind. Das ist einfach halt eins der Schießspiele. Das würde ich jetzt mal machen. Ist natürlich mit einem Halbautomaten ziemlich geil. Im Normalfall beschießt ihr das halt ganz normal mit eurem Wettkampfgewehr, beziehungsweise es heißt ja nicht, dass das eine reine Zielscheibe beziehungsweise eine Anlage für Wettkampfschützen sein muss. Ich persönlich bin auch kein 10-Meter-Schütze, ich bin da einfach zu schlecht, sagen wir so wie es ist. Aber ich habe unglaublich Spaß dran, auch meine Reviews jetzt damit zu machen, auch die Präzision damit auszumessen. Einfach auch, ja, ich sag mal, nicht einen Wettkampf zu machen, aber zu sagen, okay, ich habe jetzt 10 Schuss und schreibe mir dann pro Gewehr oder kannst du mir abspeichern als PDF, ja, meine beste Trefferpunkte auf. Das heißt, keine Ahnung, ich habe 98 Punkte erzielt mit insgesamt 10 Schuss und dreht gegen jemand anders an, der dann die 98 schlagen muss und so weiter. Ja, ich glaube, das Video hat schon die versprochenen 20, 25 Minuten bestimmt geknackt. Ich weiß nicht, was es nach dem Schnitt ergibt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Käse zwischendurch erzählt. Das wäre jetzt mal meine Vorstellung gewesen von dem Sport Quantum SQ10. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das die Zukunft des Schießens ist. Natürlich kann sich das Teil nicht jeder nach Hause stellen. Es ist ganz klar, das kostet eine Schweinekohle. Aber für Schützen, die es wirklich ernst meinen, die das als ich sag mal, Semi-Profis machen oder die halt einfach auch das als Nummer 1 Hobby haben und eine ganze Menge da rein investieren, die haben auf jeden Fall einen brutalen Mehrwert, weil es halt einfach was anderes ist, als einfach auf die Papierscheiben zu schießen. Und allein die Überwachung hier und dass man das Ganze resettet, man muss die Scheibe nicht wechseln und kann einfach ganz normal schießen. Das ist absoluter Oberkracher. Bisher 0 Fehlfunktionen. Ich habe nichts Negatives zu berichten. Was noch wichtig wäre, aber solltet ihr euch das Teil kaufen, habt ihr das sowieso in der Bedienungsanleitung drin, wo es wirklich Sinn macht, die logischerweise zu lesen bei dem Preis. Und zwar ist ein Silikonspray ist auch noch dabei. Diese Scheibe, die macht man halt normalerweise dann, macht man ein bisschen Silikon drauf und macht diese Schicht dann immer wieder neu, dass natürlich die Diabolos dann halt, ja, ich sag mal, leichter abgehen oder abprallen von dieser Scheibe und unten in den Kasten reinfallen. Das ist auch, wenn ihr einen ganz normalen 50 € Entenkasten habt, würde ich auch empfehlen, bisschen Vaseline, Silikon drauf oder so, dann pappen die da auch nicht an. Und ja, das ist, versteht sich von selbst. Von der Wartung her ist der Kasten super einfach. Einmal im Jahr soll man den mal ein bisschen ausblasen, ja, einfach mal ein bisschen reinigen und sonst gibt es faktisch da nichts dran zu machen. Das Tablet hält auch super alleine durch. Ich habe es jetzt hier an einem Stromanschluss habe ich hier angebracht. Mega Ergänzung für mein Schießkino hier einfach. Es ist absolut der Hammer. Das Coole ist, ich habe es jetzt wirklich ein Jahr lang da. Ich habe vor, am Ende des Jahres einfach noch mal ein Video zu machen, wie das dann ausschaut. Ob es irgendwelche, ja, ich sag mal, irgendwelche Beschädigungen aufgetreten sind in dem einen Jahr. Bisher habe ich es mit der Steyr schon ordentlich gequält. Also ich habe da schon richtig viel drauf geballert. Ich sag mal, keine Ahnung, 500 oder 1000 Schuss sind schon drauf. Okay, definiere viel. Ich weiß, viele 10-Meter-Schützen schießen sowas an einem Abend. Aber ja, ich wollte es euch halt auch ziemlich zu Anfang in dem Video zeigen und nicht erst 10 Videos gemacht haben und dann das Teil halt eben vorstellen. Ich habe eine ganze Menge geredet, ich habe einen trockenen Mund. Ich bedanke mich nochmal bei Sport Quantum, die mir das Teil wirklich auf Anfrage zur Verfügung gestellt haben, weil ich hatte einfach Bock drauf. Ich wollte das ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert und es tut's definitiv.
Von meiner Seite aus kann ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es drunter. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, was ich bisher über das Teil gelernt habe. Wenn von euch noch Fragen auftreten, schreibt mich an, schreibt es in den Kommentaren rein und zur Not, wenn ich was nicht weiß, kontaktiere ich einfach den Hersteller. Und wer so ein Teil kaufen will, ich glaube, es gibt schon einen Händler in Deutschland, der das auch hier vertreibt. Ich weiß nicht, ob da noch mehr dazu kommen, ob das alles über den ist. Keine Ahnung, müsste man halt einfach dann noch rausfinden. Von meiner Seite aus war es das. Jetzt seid ihr wirklich erlöst. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.